Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute wartet ein ganz besonderer Genuss auf euch. Ein Apfelkuchen mit Mascarpone. Super saftig und wirklich blitzschnell gemacht. Perfekt dafür, wenn es mal schnell gehen soll. Oder sich an verregneten Tagen wenigstens den Bauch mit Apfelkuchen vollzuschlagen. Und trotzdem schmeckt er richtig lecker. Nun liegt's an dir. Back ihn einfach nach und sag mir gerne in den Kommentaren, wie er dir geschmeckt hat. Mit guten natürlichen Zutaten ist Genießen auch überhaupt gar kein Problem. Denn alles in Maßen und nicht in Massen darf man sich ruhig mal gönnen. Nun brauchen wir je nach Größe etwa 3 bis 5 Äpfel. Diese werden natürlich als allererstes gründlich gewaschen. Das kannst du natürlich auch in Natronwasser tun. Wer nun noch auf die genaue Grammangabe der Äpfel wartet heute leider vergeblich, denn hier darf gerne ein bisschen rumgespielt werden. Hast du große Äpfel, reichen ein paar wenige. Hast du kleine, so wie ich, dann nimm einfach ein paar mehr. Und ganz ehrlich, je mehr Äpfel, desto leckerer wird's. Garantiert. Die gewaschenen Äpfel werden nun als erstes halbiert. Danach entferne ganz unkompliziert das Kerngehäuse, genauso wie ich es dir zeige. Pass dabei nur auf deine Finger auf. Natürlich kannst du die Äpfel auch vorher schälen, aber ich mag das Bissfeste der Apfelschalen ganz gern. Das gibt den Kuchen nicht nur mehr Struktur und Charakter, sondern liefert auch wertvolle Inhaltsstoffe. Denn in und direkt unter der Schale stecken viele Ballaststoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe. Also alles, was dem Körper gut tut. Deswegen kann man Apfelkuchen auch ohne schlechtes Gewissen genießen. Die Hälfte der halbierten Äpfel schneide ich dann einfach in Streifen und auch in kleine Würfel. Die andere Hälfte kommt noch später zum Einsatz. Sie wird nicht nur mitgebacken, sondern sorgt dann auch für ein besonders hübsches Aussehen des Kuchens. Denn das Auge ist ja bekanntermaßen immer mit. Als nächstes wiegen wir uns 200 Gramm Mehl ab. Du kannst dafür ganz klassisch Weizenmehl Typ 405 oder auch Dinkel 630 verwenden. Nimm einfach das, was du da hast und am liebsten magst oder verträgst. Jetzt brauchen wir noch 4 Eier. Sie sorgen später für die Bindung und eine schöne lockere Konsistenz im Kuchen. Als nächstes kommt der Abrieb einer frischen Bio-Zitrone dazu. Diese ist natürlich gründlich gewaschen, auch wenn ich das nicht im Video explizit zeige. Dazu nehme ich eine feine Reibe und reibe vorsichtig die gelbliche Schale ab. Achte darauf, nicht zu viel vom Weißen zu erwischen, denn dort sitzen die Bitterstoffe. Allerdings stecken auch genau dort viele sekundäre Pflanzenstoffe, die unserem Körper durchaus gut tun. Aber im Kuchen dürfen es nur die frischen aromatische Note der Schale sein. Nun kommt einer der wichtigsten Zutaten, das ist eine kleine Prise Salz. Dieses darf in keiner Süßspeise fehlen. Denn zu allem Süßen gehört auch etwas Herbes. Das hat meine Oma schon immer gesagt und sie hatte recht. Das Salz rundet das Aroma ab und bringt den Geschmack erst richtig zum Strahlen. Und dann benötigen wir noch etwas Zucker. Wie viel genau hängt ganz davon ab, wie süß du es selber magst und natürlich auch davon, wie süß die Äpfel sind. Empfehlen kann man eine Menge zwischen 150 und 200 Gramm. Ich selbst habe 150 genommen, aber ich weiß, dass viele da draußen es gerne ein bisschen süßer mögen. Hier eben zu sehen ist die reichhaltige Menge von 250 Gramm Mascarpone gewesen. Dieser verleiht dem Teig eine herrlich cremige Konsistenz, macht den Kuchen wunderbar saftig und sorgt für dieses ganz besondere feine Aroma. Und wo wir gerade beim Aroma sind, jetzt kommen noch 1 bis 2 Teelöffel Zimt dazu. Je weniger du nimmst, desto heller bleibt der Kuchen. Je mehr, desto aromatischer und intensiver wird der Geschmack. Hier darfst du also ganz nach deiner Vorliebe dosieren.
Jetzt werden alle Zutaten einfach zu einem glatten, klümpchenfreien Teig vermixt. Das geht ganz unkompliziert, einfach so lange rühren, bis alles schön verbunden ist. Für die extra Saftigkeit kommen jetzt noch etwa 2 Esslöffel Milch oder eine pflanzliche Alternative dazu. Und wer nun genau aufgepasst hat, hat vielleicht gemerkt, Backpulver fehlt noch. Das geben wir nun hinzu, und zwar 1,5 Teelöffel von unserem selbstgemachten. Das Rezept dazu findest du in der Videobeschreibung. Ganz easy peasy werden nun die Zutaten nochmal ein letztes Mal miteinander vermengt. Wenn alles gut miteinander vermengt ist, kommen nun die geschnittenen Apfelstücke mit in den Teig und werden natürlich gut untergehoben. So verteilen sie sich gleich schön gleichmäßig und sorgen dann für einen herrlich saftigen Bissen im Kuchen. Nun brauchst du nur noch deine Backform. Den Boden habe ich bereits mit Backpapier ausgelegt und die Ränder streiche ich mit dem selbstgemachten Backtrennmittel ein. Das Rezept dazu sowie alle meine verwendeten Arbeitsmaterialien findest du wie immer in der Infobox. Und wenn die Backform so schön ausgekleidet ist, dass nichts mehr an den Rändern kleben bleiben kann, kann auch der Teig mit den Apfelstücken in die Backform gefüllt werden. Nun brauchst du alles einfach nur gleichmäßig noch auf dem Boden zu verteilen. Jetzt werden noch ganz fix die restlichen Äpfel vorbereitet. Halbiert, entkernt und dann in feine Streifen geschnitten. Diese kommen gleich oben auf den Teig und machen den Kuchen nicht nur hübsch, sondern auch extra fruchtig. Das musst du natürlich nicht machen, du kannst auch alles in Würfel schneiden. Ich finde aber, das sieht einfach besonders hübsch aus. Die Apfelscheiben setze ich dann leicht hochkant auf den Teig, wie eine kleine Rose. Das Ganze zeige ich dir in erhöhter Geschwindigkeit, damit du das ganz besonders gut nachvollziehen kannst. Dann kann der Kuchen auch bereits bei 180 Grad für ca. 30 bis 35 Minuten in den Backofen gegeben werden. Nach 35 Minuten ist es dann endlich soweit. Ich führe noch die Stäbchenprobe durch, ob auch wirklich der Teig durchgebacken ist. Und dann darf er auch endlich aus dem Backofen kommen. Er riecht wunderbar wohlig, so wie aus Kindertagen, und sieht auch fantastisch aus. Nun kommt die größte Kür, das Ganze noch in der Backform auskühlen lassen. Hier sieht man sehr gut, wie das Backtrennmittel seinen Dienst getan hat. Der Ring lässt sich ganz easy entfernen. Nach Belieben kann noch etwas Puderzucker obendrauf. Und dann darf auch, wenn er endlich abgekühlt ist, angerichtet werden. Butterzart gleitet das Messer durch den Kuchen durch. Schaut euch das an, wie wunderbar der aussieht. Und genauso saftig schmeckt er gleich auch. Allerdings musst du hier selber ran und ich wünsche dir nun viel Freude beim Selbermachen. Eine wunderbare, genussvolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat's euch!